Also, wir sind zurück in der Werkstatt. Neues und finales Video vom Mad Max Ciao. Ich habe mir heute ganz fähige Hilfe geholt, und zwar der Joe und der Thomas. Beides ein bisschen Ciao-Fetischisten. Haben es mir ein bisschen übel genommen, was ich mit dem gemacht habe, aber wollen jetzt noch das Beste daraus rausholen. Und weil wir keine Zeit haben, lassen wir gerade los. Heute haben wir vieles vor. Einerseits natürlich noch ein Dekoware, wo wir hier noch ein bisschen den ganzen Ciao verschönern. Wichtige Sachen wie ein Seilzugstarter, weil ja, wir nicht jedes Mal anstoßen müssen. Obwohl Mono kommt ja relativ gut. Aber was dran ist dran. Und ganz wichtige Sachen wie... Neuer Auspuff, Gianelli Fire. Wir hoffen, er wird ordentlich laufen. Besser als mit dem Simonini. Sind wir gespannt. Also mit dem Auspuff ballert das Ding sicher richtig gut. Und der Thomas hat auch noch etwas in der Hand, das haben wir noch nie gemacht. 1313 mit Venturi-Ventil als zweiter Vergaser, wo man da oben mit einem Jockhebel kann betätigen. Ein Quad denn da? Daumengas. 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 Daumengas? Ihr wisst alle, was wir machen und ich wie ein kleiner Auspuff hier oder so jetzt mal geheißen. Let's go! Let's go. Also, wir haben rauf. Oh, der passt nicht. Leck, passt der nicht. Ich bin da noch bei weitem nicht geheizt. Sind nicht alle am Rumpimpeln? Was hast du Nein! gesagt? Ist doch gleich. Ich habe gesagt, nimm sie umgekehrt. Ist Mad Max. Du bist Mad Max. Ich bin schon ein bisschen Mad Max. Ich habe gesagt, nimm Hebst sie du da umgekehrt. an? Ja, aber verkehrt. Nein, jetzt musst du die gleiche Seite nochmal. In a one-horse open sleigh. Hey! Nein, okay. Ja. Weißt du, bei einem richtigen Projekt hat man das von Anfang an einkalkuliert und hinten das Mütterli auch nicht geschweißt. Dann haben wir bis jetzt noch kein einziges richtiges Projekt gemacht. Das ist das, oder? Ja, und so. Was können wir eigentlich auch machen? Einfach einen Massenpoli jetzt ziehen, wo wir alles zusammenschlüsseln können. Weißt du, das Kabel alles durchziehen, alles an einen Massenpunkt anschlüsseln, tun ist es zu 100 Stunden weg. Ja, das ist eine gute Idee. Was bisher geschah. Also, die zwei Jungs sind fleissig wie, weiß nicht, Ameisenkolonie, Bienen, irgendetwas. Überall die Finger drinnen. Zwei Vergaser sind jetzt angehängt, wie ihr hier schön seht. Die Tasche ist jetzt ready. Da drin kommt nämlich die ganze Zündung. Alles, was da vorne da rumgepampelt ist. Und jetzt hier schön eingefädelt hier. Die können wir mal anmachen, wenn wir die Löcher finden. Machst du einmal etwas? Unten durch ist der Auspuff eingewickelt und mit Draht umgebunden, dass das Zeug auch hebt. Kommen wir Schritt für Schritt näher. Also als nächstes Zündung rein und noch mein Highlight, ein Seilzugstarter dran. Alle anderen freuen nicht so. Ich bin Fan. Affengeil! Lassen wir es chattern. Schon machst du die Ansage. Was? Also, das Ding ist soweit mal fertig zum Start probieren. Untervergaser ist angehängt und zwar über das Hebel wird der bedient. Das ist sozusagen das zweite Gas, sprich da gehen wir am 16er Gas. Und unten haben wir einen 13er, wo wir hier noch Gas geben, wie so ein Quad oder weiß ich was. Das Ganze wäre jetzt ready zum Startversuch wagen. Die Zündung ist hier eingepackt. Sieht sehr, sehr geil aus, muss ich wirklich sagen. Affengeil. Wir müssen hören. Und vor allem den Feuer wollen wir mal hören. He? Das war eine gute Idee. Feiert dann geil. Gratulation. Geil. Fett. Und beide tun. Ja. Affengeil. Fuck, ey. Richtig fett. Geil. See you, bye.
Leider sind wir wieder mal da gelandet in unserem Projekt. Wir sind im Raum der Beichte. Ich habe da leider nicht den Sünder dabei. Der Sünder ist der Ribis himself. Und er hat Mad Max Ciao kaputt gemacht. Er hat einen Test gefahren. Genau. Ja, der Joe und der Thomas haben da alles noch piekefein gemacht. Zündung noch fertig, zweiter Vergaser, Daumengas. Und der Ribis hat dann das Gefühl gehabt, ja, eine Testfahrt ist angebracht. Und hat über die Originalstrecke vom ÖMM gejagt. Und wird das soll einmal auf der Zunge zergehen lassen, mit dem Mad Max Ciao offenem Vergaser, der oben raus schaut, keine Abdeckungen. Es gibt auch noch ein Foto, wo der Polizist drauf hockt auf dem Hobel. Und der wirkt dann durch ganz Österreich durch, über Italien. Ich meinte, das Originalstrecke ist auf Durch Italien. Österreich durch, über Italien. Und prügelt das höchst illegale Töffli einfach mal, ich würde gerne sagen, die ganze Strecke 240 Kilometer weit. Und prügelt da meine ich ernst, weil der Thomas hat nachher ganz schön viel Arbeit gehabt. Darfst du gerne mal davon erzählen? Ja, also das Problem war natürlich, eben, es war wirklich so die erste richtige Testfahrt. Durch die Vibrationen haben sich angefangen, die Motorschrauben zu lösen, der Seilzugstarter. Und ganz am Schluss ist der Motor eigentlich nur noch im Auspuff hineingegangen. Und mit einer Schraube gesteckt, ohne Mutter. Der Seilzugstarter hat er glaube ich weggenommen, oder? Weil der hat auch nicht mehr gegeben. Irgendwie mit dem Seil entgegengekommen und den Fuß auf dem Motor. Genau, weil durch die ganzen Vibrationen dann hat die Konstruktion vom 1616. Dann hat er gefunden, das ist mir scheißegal, ich fahre weiter. Er hat den Vergaser mit dem Fuß angedrückt, ist mit dem 13 weitergefahren. Der Motor hat auch noch das überlebt und erst eben beim letzten Hogger, wo er einmal hat anhalten musste, hat er nachher nicht mehr abgebracht. Ja. Und sich dann noch abschleppen lassen. Er hat die ganze Tour gemacht, muss man dazu sagen. Da schon mal ein Lob an Ribis und sein Durchhaltevermögen. Das Arschloch bist du trotzdem. Entschuldigung, das ist schon Thomas seine Worte. Der Thomas, ihr kennt ihn ja, Thomas regelt so wie der Roger und hat da darum auch einen Winkel heute dabei, weil er uns zeigen will, wie er das ganze Ding wieder zurechtgeflickt hat. Unter anderem mit so einer Winkelkonsole. Ich bin fündig geworden bei so einer Konsole. Habe ich nicht so schweissen. Habe hier den Oberteil abgeschnitten, hier abgeschnitten, ausgeschnitten für den Ansaugstutzen, Gewinde reingemacht. Hier hinten hebt es an der Gehäusschraube und vorne geht die Motorenschraube durch das Loch durch. Also der Anzug ist jetzt eigentlich hier oben drauf, ja, genau. Da kommt der Vergaser. Ja, genau. Und natürlich eben hier geschnitten, natürlich. Alles ein bisschen schön gemacht. Und jetzt hebt es nicht mehr am Gehäuse, sondern es hebt wirklich auf der Motorenschraube, respektive auf der Gehäusschraube. Gibt natürlich extrem viel mehr Stabilität. Absolut, ja. Die Kurbelwelle war schrock, die Lager konnte von Hand aufpressen. Also die neue Kurbelwelle, die Lagersitze sind so ausgeschliffen durch das Metall-Öl-Gemisch, dass du die gerade fortrühren konntest. Der kleine Gehäusteil auch. Also die Lagerschale dort, ich musste das Lager jetzt einkleben. Die Kurbelwelle hat durch das natürlich so viel Spiel gehabt, dass das Einlassfenster abgekaffelt hat, was noch mehr Metallabrieb natürlich gegeben hat. Ja. Jetzt ist es leider so, dass er so ein Leistungsloch hat, wenn du den 1313 aufmachst, weil er einfach zu wenig Vorverdichtung hat. Das ist schade, aber er läuft noch. Auch die Zündung hat natürlich durch die ganzen Vibrationen ist auch gefüllt mit Aluminium, weil es überall gestreift hat. Ja. Und wir haben ja dort schon Probleme bei der Montage. Genau. Aber erstaunlich ist, er läuft wieder. Der Zylinder hat noch ein bisschen Klemmspuren gehabt. Ich meine, ist klar, wenn du da so den Vergaser andrückst, dann hast du so viel Fallschluff. Ja. Das, das gibt aber Klemm. Genau, ein bisschen angehängt. Der Auspuff auch, also der war gebrochen vorne bei der Halterung. Hinten hat es den Schalldämpfer abvibriert, die Dämmplatte. Sogar bei den Zündkerzen hast du ja das Nöppeli drauf, das brauchst du für die einen Kerzenstecker. Und das musst du eigentlich immer mit der Zange lösen. Selbst das hat es abvibriert. Also wirklich Wahnsinn, alles kaputt gewesen. Aber er läuft wieder und hat die nächsten Fahrten problemlos überstanden. Genau, ich habe nämlich eine von diesen nächsten Fahrten machen. Und wie das rausgekommen ist, das sehen die ja gerade jetzt.